Das Training vor dem Major empfand ich als erfolgreich. Wir haben eigentlich sehr gut trainiert. Wir haben die Sachen versucht zu trainieren, die wir leider nicht umsetzen konnten. Also das Empfinden des Teams war positiv in dieser Zeit. Also wir hatten eine positive Zeit und waren deswegen auch echt guter Dinge, während wir ins Major gegangen sind. Die Confidence auf Inferno kam durch die Trainings. Wir haben versucht, die Teams zu überraschen, indem wir noch eine neue Map wieder reingenommen haben. Und die Trainings liefen sehr gut. Wir hatten verschiedene Spielstile. Es hing nicht so viel von mir ab. Wir haben sehr viel selbstständig gemacht in den Trainings. Und das war auch unser Ziel, wo wir trainiert haben. Leider haben wir das nicht so umsetzen können, wie wir trainiert haben. Das Problem ist auch, in einem Best-of-One-System, wie das Swiss-System ist, man darf nicht so schnell Confidence verlieren in den Plänen, die man gemacht hat, weil du spielst eine Map gegen Liquid und wir haben sehr viele Fehler dort gemacht und wir haben nicht die Sachen gemacht, die wir trainiert haben. All right, well, we are soon going to be off into the match, and I have to say the stuff that Jordan and Janko said about Big and their strategies, their tactical approach, it's making me fear for my prediction, which was Team Liquid. They're being read already. Look how prepared Liquid are for this. The numbers are there, but can they deliver? Yeah, as long as we've been watching the demos, oh my god, it's working out so wonderfully well. Perfect positions. Headshot, glaube ich. No more grenades left for Liquid, but their kills keep raining in. There's the trade, and that's suddenly Leggy's in a 1 versus 2. It was 4 versus 3. 1-on-1, and that is a much-needed round for Big. This is 3 for Liquid. So the defender side twist up on the crate in the corner, doing good damage. There's the pop flash. Another nice one from Nitro as tabseN looks for the finish, and he does get it onto Twist. That's the bomb now to be planted. Set the clock upon Nitro. Still rocking the AWP. Oh, you have to be so careful. Nitro! Gonna go down straight away. One smoke remaining as far as utility is concerned. 2 players playing out of 4 here. Double peek. Oh, next. Deflecting that with ease here. Comes Nitro and he can't find anything there. And, well, that worked out very nicely for Big. Staying in this game, but it's looking very unlikely. He's not even got any Kevlar. He's got a kit though, but he walks straight into his doom, and that's a convincing 16-5 victory for Team Liquid here for their first match in the Legends stage. What a way to kick it off. Und deswegen haben wir, nachdem wir uns die Map angeschaut haben, wir waren eigentlich nicht so schlecht. Falls wir die Sachen richtig machen, wie wir sie trainiert haben, dann hätte das geklappt. Dann hätte das geklappt, dann hätten wir ein paar Runden mehr. Und als CT hatten wir noch echt Asse im Ärmel, aber konnten wir leider nie zeigen. Also 170 in Weizen. 150 hatte ich noch. Und 10 Trade auch was. Alle wollten wir scammen. Alle wollten Kein einziger gibt dir wenigstens. Nein, Dober Bahn. Nicht mal das.
Boiler Smoke Action rumziehen, Boiler so halbe Smoke, weißt du, und dann so Mitte versuchen, sich flashen zu lassen. Also diese Moves sind oberste Priorität, die zu countern, ja? Die oberste Instanz ist, dass wir nicht einfach hergeben gegen deren Moves. Erinnert euch, Boiler Smoke Action rumziehen. Dann möchte ich, dass du ihm eine Hof-Flash gibst und dann kann er gegen Hof weit rumziehen und All-In gehen. Ja, natürlich nicht viel zu weit, aber verstehst du, weil die werden mit den Granaten so Setup oder ihr verschwindet dort einfach. Ja. Auch völlig in Ordnung. Jungs, it's time to shine. Pick doch Mirage. Mirachi. Das ist ja überballsy, oder? Inferno again. We've had a lot of that today. Yes. Also for Big. It's what? The transitive property of inequality, right? Because, what was it? It was Liquid beat Big on this map yesterday, and then Na'Vi destroyed Liquid on this map. Forever at this rate. We'll see what happens. They are starting to get in there, setting down for the 10-second defuse. That is a very long time, and this phase has gone long before that bomb is going to be gone. Gob with a quad kill. It was a 3-on-1, now it's a 1-on-2, so gotta be very careful. Rushing through just as bomb goes down. tabseN tapping away, taking down Zeus. Just like that, it's a 1 versus 1, and he has the health for it, but Electronic gonna come. Bren, some good timing there, Electronic not waiting even a second. That's a deep angle he took, really tough to clear out. Nicely done. Pop flash into his lane. Electronic getting aggressive again, wanting to kill on the key. It's just Logia with the AK, spraying wildly. Not going to connect with anything doing that. Well, they're going to meet each other right here, and that will be the end. 16-1. I don't know what to say, Moses. That was I mean, like we said a number of times, Big won the first half pistol round and lost 16 rounds straight. Wenn so ein Team wie Na'Vi ins Spiel kommt und wirklich ihre Doppel-AWPs frühzeitig auspacken kann, da hat man teilweise wirklich kaum Chancen. Auch andere Teams werden shutdowned, 11-1, 13-2. Da muss man halt versuchen, dann irgendwie seine 5 Runden zu bekommen, und das ist manchmal wirklich sehr schwer. Und ja, wie gesagt, wir haben auch nicht so gespielt wie in den Trainings. Das kam dann nochmal dazu, dass das dann irgendwie mehr Chaos war und wir danach entschieden haben, lasst Inferno nicht mehr spielen. Also das Spiel gegen Nose war eigentlich relativ cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die Korbel durchlassen, obwohl alle anderen immer gesagt haben, irgendwie, wie können sie gegen die Korbel spielen, die sind sehr gut auf Korbel. Und wir haben, da sie nicht auf dem, sich für das Major qualifizieren mussten, auch Legends waren, konnten wir vor den Major sehr oft gegen sie trainieren, weil die anderen Teams ja schon in Boston waren. That's what we say in basketball. One at a time. One at a time. Feeling good, Coach?
Yeah. All you need is one, right? Yeah. So, tell us what you got in store for win number 1 today. Well, we're probably not going to play Moon again, but we'll see. We want to choose a side this time, so we're going to play some CT rounds because we didn't play some T rounds. Dadurch hatten wir sehr viel Erfahrung, wie wir gegen sie spielen sollten. Wir haben viele Maps gegen sie gespielt, unter anderem auch Cobble. Deswegen hätte ich nicht gedacht persönlich, dass sie Cobble spielen wollen, weil ich denke, ihr Cobble ist nicht so gut. Und ja, ich finde, es hat sich auch so gezeigt. Also wir hatten super viele Runden, wir hätten sie auch als CT meiner Ansicht nach schon shutdown müssen. Wir haben viele Runden gesrowt, wir haben viele Fehler gemacht, wir haben viele Sachen wieder gemacht, die wir besprochen haben, oder beziehungsweise nicht gemacht, die wir besprochen haben. Dass sie gerne auf einer Seite ein bisschen Stress machen, dann auf der anderen Seite so eine kleine Überraschung als Explode machen oder beziehungsweise so eine Taktik, dass sie etwas schneller dann spielen auf der anderen Seite. Wir hatten gute Reads, aber wir haben leider nur 6 Runden, glaube ich, als CT geholt, was viel zu wenig war. We're about to head into the next game of the day, which is North and Big. That's gonna be interesting. Tiers make for good Counter-Strike, Andrews. Yeah, someone's going home. Yeah, it's an elimination match, so whoever loses this is out of the major tournament, which would be pretty crushing, I think. At least it's a 4-on-4. MSL though still listening for the rotation in the middle, so just be wary of that. Now he's even shown himself, which makes this retake a little bit tricky. Next gets one and a follow-up headshot. Great job on him to take down Config, and somehow the bomb is stuck on that side. Why has that happened, North? Malva now close range is going to get taken down. Third headshot from Nixon. They knew where MSL was all along. No doubt about that. He gets taken down by Tabzin. Got all the pressure on him. That's a big giveaway. The fact that the AWP is down and drop means they pretty much have committed to it. 25 seconds, trying to make their way onto the side. They have to get this round big. They're out of money otherwise. MSL gets one. That's a nice kill. Tabson following up and dropping MSL. So still a 3-on-4 here. With about 15 seconds, the bomb is about to cross. Valor gets one, and Tabson lining up. He's going to get the one big kill in there, but the bomb plant still trying to be put through. Tabson coming up with a quad kill. It is about time. Perfect timing. There's some of those tactics out of Big we're finally seeing, and wrapping onto the site. Baldy can only get one. Reinforcements are here, but they've got to get out into this bomb site. There's a shot from Kiev right through the door to take down one. MSL with the refrag at least taking down Legia, but it's still a 2-on-2. The bomb not quite planted yet. 10 seconds and they're right on it. Next coming in, gets the one kill, the sprays through. He's trapped there. MSL trying to fall back. There's only 6 seconds. The bomb is still not planted. He's going to tap in one. Next coming out with a spray and he gets the kill. 3 seconds left for the triple. And look at that reaction from Tabs, and he's loving every second of this. 15-11, Big. Staying alive and now 1 round away from knocking North out of the tournament. And looking for more. Fire at his feet and backup needs to come in quick. Valda taking a lot of damage as well. They're almost out of it. Long range shot coming through as Cajun takes down Kiev, the shotgun. And now it's Leggy at 27 health. He gets dropped. The fight continues. 15-12. North still staying alive. Ja, auf, ich komm auch, ich hol 2 Flashen euch. Und wenn ich flashe, musst du bangen, Kevin, ja? Du musst mal bangen, so. Leute, links! Und Spot AWP! Chicken! Chicken AWP. Accelerate, chicken up. Bang ihn, Kevin! Links! Links, down! Ging rein. Bombe. Connector raus, ja. Connector draußen schon. Trying to see if he can move in. He's got the Molotov, but he hasn't used it yet. Trying to peek all the angles, and he gets shot in the face. Legia takes him down. Nice! Klasse Runde, Joe, Mann, Alter. Sehr gut gespielt, Mann. Gib mir schön. Geil. Sehr gut. Wir sind noch da, Boys. Das war nur die Chance mehr. Aufgesetzt. Das Problem. Du kriegst die ganze Zeit Hits und du konntest nicht reagieren. Und da musst du mit deinem Mate zusammen reden. Zum Beispiel, wenn du weißt, der ist Connect raus, dein Mate sagt zum Beispiel, jetzt komm mal mit runter. Dann kontext du so Wagen vor. Und dann, wenn dein Kontakt hat, schießt du ihn einfach an.
Ganz leichte Szene eigentlich. Und das ist so schwer, ey. Überhaupt nicht. Ich habe geliebt, dass die Mitte. Bist du gestorben nach dem zweiten? Ja, er wollte noch einen Frag machen. Das ist aber legit. Er hätte cooler bleiben müssen. Also aber wenn meine du safe Inline- spielst, dann gehst du weg. Das ist stimmt. Ja, das stimmt. Aber er hatte halt Movie und wenn er den Step besser macht, dann killt er den dritten und die Runde ist absolut safe. Ja. Muss aber safe spielen. Ja. So hat auch wieder geredet, Mann. Soll ich sagen warum? Weil wir haben im Crack viel Plateau aggressiv gespielt. Und wir haben den Gegner ein bisschen gechanged. Wann kommt der Draw? Spaces. Höchstwahrscheinlich. Das sind unsere Potential Gegner. Wieder Koppel. Astralis, Spaces, Vega Squadron. Oder Cloud9. Und das wird dann, wenn wir gewinnen die Runde trotzdem, wenn wir Lane rausfahren, mit dem Free. Der war absolut free. Es hätte wieder. Er hat nur noch Lane rauswirken. Ja, wieder klar. Plateau. Ja, natürlich. Wir sollen das, aber ich hab's doch erklärt. Ja, aber wenn wir keine Olaf-Smoke haben, dann gehen wir halt öfter mal Plateau raus. Aber ist halt schlecht. Ja, genau. Ist meistens auch Erfahrung, sie kann nicht die Top machen. Ja, und wir die Flashbang weiter Genau. und dann droppen wir Lane. Wir sind wieder da, wirklich. Alles gut, wir hatten noch einen Knoten aufmachen müssen. Auf jeden Fall. Ich weiß schon, ich werde geflasht, ich weiß schon, ich mache Fehler und dann höre ich nur, ich bin blind. Und dann sehe ich oben rechts tot. Das war die Klasse. Nee, du warst nicht echt tot. Nico? Nee, das habe ich spontan getan. Ja, weil der Typ, der musste sich so schnell werfen, weil das war so Panik, so scheiße, die kommen diesmal Plateau raus. Diesmal spielen wir es richtig so, er wirft die irgendwie so und wir reagieren halt. Dann sagen wir, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Careful, careful. Howard, guess what? Einfach, du musst draufspringen. Du hast so 3 Schuss durch den Schlitz gemacht, der war sofort runter. Ja, ich sehe so, du bist 8 AP, also ganz aber die spielen auch und ich denke, nein. Aber die 1-2-Spiele sind wirklich nicht leicht. Also wir haben morgen den schwereren Gegner als den 2-2-Gegner. Sag ich, wie es ist. Ja, da können wir Cubifier, Vega. Morgen können wir schon Vega. Können wir. Also die Possibles ist Vega, Astralis, Cloud9 oder DP. Spaces. Spaces Hat Vega schon verloren? Ja. Ja, Vega schon verloren. 1, 2 starke. Die haben jetzt genau das gleiche Turnier wie wir. 1-2 und die hatten so obergeiles CT und so obergeil und so. Nee, und die haben so überschlecht und aber gleich. Gleiche Ergebnis. Sehr gut gestartet. Keiner mehr, niemand wird mehr nachfragen. Aber Wir müssen einfach morgen gewinnen. ja, das war aber auch Quatsch. 2 Matches. Aber sag mal, aus seiner Sicht kannst du doch schon lange durch sein. Und ich sagte doch, der weiß, dass die Bombe da ist. Ja, ist okay. Du musst da ansagen, wo der Gegner ist. Das war absolut empfehlenswert. Ja, aber es Sag's einfach, ich weiß es auch. Er hätte Oder auch- der Jump war echt mies, aber. Also Ey, man B, hat's gesehen. er hat diese Runde geklappt, wo wir Mitte Explode Fake gemacht haben. Ja. Wo wir Ja, gar nicht mehr aber wir haben wieder bis. Ich hätte früher rausgehen müssen. Weil ich hab die alle gehört. Ich komme ja halt. Wir müssen dieses Timing hitten, was er meint, dass wir ein bisschen schneller sind. Diese 2, 3 Sekunden, dann ist es perfekt. Was wir eine Demo gesehen haben auf Overpass. Aber es hat Aber selbst dann ist es nicht so einfach, weil dann haben wir schon gute Posis und die haben zwar okay Posis, aber wir können sie ficken. War das nicht die Runde, wo. Ohne Gameplan, einfach gecallt. Das war doch die Runde, wo wir Tower gemacht haben, oder? Kann sein. Mit der Mac-10-Runde. Da müssen wir viel smarter die Runde killen. Die beiden Connector-Frags musst du mir lassen. Ja klar, nein. Dann kannst du nämlich die von der linken Seite töten. So, ich töte ihn. Ich würde ihn ja töten und gehe ja immer ein bisschen zurück. Wir teilen uns ja das Geld dann. Aber du willst halt auch was vom Kuchen haben und dann läufst du halt so vor. Und dann weiß man nicht genau, was man machen muss. Weil du musst da drauf spielen, dass die einer Kabuff reinkommt, boosten oder irgendwo dort am Spot sind. Warte. Ich denke, heute ist ein schöner Tag. Niklas, steig ja aus, wenn du da drin bist, du. Ah, da bist du. Danke, Nicky, jetzt.
Ich habe halt immer übertrieben viel Gas gegeben. Und der sagt, du fahr doch mal nicht so schnell, Mann. Fahr doch mal langsamer. Und ich so, nee, wieso denn? Ja, das ist sicherer. Und dann irgendwann sind wir auf Autobahn gefahren. Und der sagt so, ja, bla bla, du darfst jetzt bitte nicht so schnell fahren, weil hier kann es sehr gefährlich werden. Und ich fahre so auf Autobahn und ich mache so 80 im dritten Gang. Und sagt, ja, jetzt bitte aber nicht mehr beschleunigen. Und ich sag, ja, okay. Und ich gebe so Gas. Er sagt so, hör mal auf mich. Und der bremst so. Weil der hat ja auch Gas mit. Und der bremst so. Und ich sag so, nee, bitte mach das nicht. Ja, okay. Bitte mach das nicht. This game, though, is going to be absolutely brutal, I think, and the fact that we've got a little bit of a spicy map pick as well, Cobblestone. Get your Dragon Laws out. Yeah, everyone loves those. I'm looking for one. I'm logged in on the PC. I'm watching. Yes, indeed. Paz going to try and influence things early on. Aggressive with one pop flash. A follow-up as well. tabseN's here to cover his teammate who's quiet. He bought enough time, but can't buy a kill. And now the hit is on, and Paz is just taking them all down. 3 kills, and that's quick. Einer ist da, Vorsicht, abwarten. Ja, der ist da auf jeden Fall. Kalix ist hinter Dings. Noch einer hinter Fountain. Immer noch einer hinter Fountain, Jungs, ja? Fountain. Ganz low, er hat 1 AP. To Nexen, picked off by Legia. Starting to look good on this T side. Here's some of that tactical brilliance that we saw to them that so many people respect out of GOT-B-led teams over the years. Doing a very good job, and it's, I mean, yeah, it's against the missiles, but these rounds have been clean. Like, they haven't even been in danger in some of these force buys that Space Soldiers have had, and you have to admire that at the very least. Molotov out, they know exactly where he is. You can hear the shouts across the studio, and actually, he does burn Nex. He's got himself in a 1-on-2, all of a sudden a 1-on-1. Oh no, how has this happened? The Molotov actually burns him alive, and now triple kill for Calix, waiting on the other side there. Key with the timing, but it's not good enough! Noch ein bisschen so checken müssen, beides. Weißt du? Ja, Konzentration mal einfach. Heute war die Konzentration da. Inferno, das ist nicht das Wochenende, aber heute war nur die Konzentration. Schade. Also ich habe mir eine Auszeit genommen so vom Haus, weil wir die letzten 6 Monate quasi nur versucht haben, irgendwie das Team wieder dahin zu führen, wo es war. Also wir haben 6 Monate lang wirklich hart trainiert. Immer EPL-Spiele, immer ein Turnier und dann natürlich die fast zweimonatige Vorbereitung fürs Major. Und das hat einfach so viel Ressourcen und Energie gekostet. Da wurden wir auch immer wieder krank dadurch, denke ich. Unter anderem durch den Stress. Und weil man sich halt ein Virus mal anfängt, wenn man halt auf Reisen ist. Da habe ich dann gesagt, ey, ich gehe ein bisschen von zu Hause aus spielen. Ein bisschen Familie wiedersehen, das hat auch perfekt gepasst so. Einfach ein bisschen abschalten, ein bisschen so einen Tapetenwechsel. Das war eigentlich so der Sinn, dass ich dann vielleicht noch ein paar alte Freunde sehe. Und das hat super, also das hat mir sehr gut getan. Ich habe dadurch sogar noch mehr gespielt.
Das war cool eigentlich, weil manchmal hat man dann Angst, wenn man nicht mehr im Gaming-Haus ist, dass man nicht mehr so viel zockt wie im Gaming-Haus, aber ich habe sogar noch mehr gespielt und deswegen hat das so einen richtig positiven Effekt auch auf mein Spiel. Und ich denke, dass das halt jeder machen sollte ab und zu, dass man einfach mal zurück zur Familie geht. Wir können ja auch von dort aus zocken und immer noch genauso viel trainieren und das hat auf jeden Fall sehr gut getan.